Ich begrüße Herrn Perthes mit Ihrem Buch »Warum wir den Iran ernst nehmen sollen«, Edition Suhrkamp. Geben Sie auf 150 Seiten eine Beratung, wie wir mit dem Iran umgehen sollen. Warum sollen wir den Iran ernst nehmen? Das ist ja praktisch eine Frage auf Ihrem Buchtitel. Das ist richtig. Nun, erstens könnte man sagen, wir haben festgestellt, dass die Amerikaner und die Europäer Iran unglaublich ernst genommen haben. In den letzten Jahren sehr viel transatlantische Aktivität, diplomatische Aktivität, Diskussionen um den Umgang mit Iran. Wir müssen Iran ernst nehmen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das hat was zu tun mit dem Verhältnis Europas zu seiner nahmittelöstlichen Umgebung. Iran ist neben der Türkei und Israel die stärkste Macht im Nahen und Mittleren Osten, hat Einfluss bis hin in die palästinensischen Gebiete, ideologischen, materiellen. Insofern müssen wir es ernst nehmen, wenn wir ein Interesse auch haben an einer friedlichen Lösung der Konflikte. Wir müssen Iran ernst nehmen aus energiepolitischen Gründen. Iran ist die Nummer 2, sowohl was Ölvorräte als auch was Gasvorräte in der Welt angeht. Und wenn wir irgendwann mal ein wenig unabhängiger werden wollen von russischem Gas, dann brauchen wir eine Südostroute zum Gas. Und die geht an den Persischen Golf und insbesondere an die iranischen Gasvorräte. Dafür brauchen wir aber ein besseres Verhältnis zu Iran. Und wir müssen, und das ist, was die meiste transatlantische Aktivität ausgelöst hat in den letzten Jahren, wir müssen Iran ernst nehmen wegen des Atomprogramms, weil wir eben nicht sicher sind, um es mal vorsichtig zu formulieren, dass das Programm nur die friedlichen Intentionen hat, welches die iranische Regierung behauptet, dass es hat. Wir denken, dass zumindest die iranische Führung die Option einer militärischen Nutzung des Programms aufrechterhalten will. Und das heißt, unter Aspekten Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern, Iran ernst zu nehmen. Interessant ist, dass Ihr Buch die jetzige Änderung der politischen Linie in den USA durch Obama in Bezug auf den Iran, man kann sagen, vorwegnimmt, zumindest in diesem Buch diese Richtung als eine bessere Lösung als die bisherige Gangart empfiehlt. Ich kann mich noch erinnern, Condoleezza Rice sagte, dass die größte Bedrohung der USA der Iran sei. Jetzt soll Dialog auf Augenhöhe geschehen. Wie kann man also sowas realisieren, wenn man so will, vom obersten Dämon des Bösen jetzt zum Dialog auf Augenhöhe zu kommen? Ich glaube übrigens, den Iranern hat das immer gefallen, dass die Amerikaner unter der Regierung von Bush gesagt haben, Iran sei die größte Bedrohung. Die Iraner wollen gern die Größten sein und wenn sie nicht die größten Freunde der USA sein wollen, dann doch zumindest die größte Bedrohung. Das hat der iranischen Seele sozusagen gut getan, so ernst genommen zu werden. Und wir haben ja ganz ähnliche Statements von den Iranern gehabt. Wir sind die stärkste Macht weltweit, wir können amerikanische Pläne hintertreiben und so weiter. Richtig ist, dass Iran tatsächlich ein großes Interesse daran hat, ernst genommen zu werden und die Probleme, die es mit der internationalen Gemeinschaft hat, lieber mit den Amerikanern lösen will als mit uns Europäern. Wir sind da eine gute Zwischenstation, solange die Amerikaner nicht da sind. Aber weil es uns darum geht, dass die Probleme gelöst werden, insbesondere die Frage des iranischen Atomprogramms, aber natürlich auch das iranische Verhalten im Nahen Osten zum Beispiel, iranische Kooperation, wie wir sie brauchen in Afghanistan, haben wir Europäer durchaus ein Interesse daran, dass es diese direkten Gesprächskanäle mit den Amerikanern gibt. Und das ist auch in der Politikberatung ein Thema gewesen, wo wir auch in den vergangenen Jahren, also wir Think-Tanker aus Deutschland und Europa mit unseren amerikanischen Kollegen, die jetzt in der Obama-Administration arbeiten, viel und häufig darüber gesprochen haben. Sie schreiben in Ihrem Buch, warum man den Iran ernst nehmen sollte, an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Kapiteln, warum diese Beziehung zu den USA ja auch eine historische ist und eine auf verschiedenen Ebenen. Also Sie beschreiben das einmal, indem Sie die 4 Phasen in der geschichtlichen Entwicklung des Iran beschreiben. Dort haben wir ja den Krieg gegen den Irak, wo die Amerikaner auch auf der irakischen Seite gestanden haben. Wir haben das Problem des israelisch-palästinensischen Konfliktes, wo die Amerikaner auch Positionen beziehen. Sie beschreiben auch das Problem des Irakkrieges, was ja letzten Endes wiederum direkt und indirekt mit dem Iran zu tun hat. Das wäre eigentlich eine Frage, wie kann die Nachkriegsordnung jetzt im Irak zum Beispiel gelöst werden? Ich glaube, auch dort muss der Iran ernst genommen werden, denn die Schiiten sind ja mehr durch den
Iran beeinflusst oder kontaktmäßig verbunden, während die Sunniten mehr mit der arabischen, muslimischen Welt verbunden sind. Ja und nein. Auch die irakischen Schiiten sind in erster Linie Iraker. Das ist schon ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf hat. Sie sind keine Perser, auch wenn sie der gleichen Konfession angehören wie die Mehrheit der Iraner. Da gibt es viele transnationale, also gesellschaftliche Verbindungen, aber gleichwohl lassen die sich nicht einfach aus Iran steuern. Aber richtig ist, dass ein Stück weit als nicht intendierte Konsequenz des Irakkrieges, also des Sturzes von Saddam Hussein durch die Amerikaner, Iran zur stärksten Macht am Persischen Golf geworden ist. Man kann sich darüber streiten, ob die Amerikaner heute mehr Einfluss im Irak haben oder die Iraner mehr Einfluss haben im Irak. Und da geht es nicht nur um die Schiiten, sondern ganz viele der Gruppen, die in Opposition zu Saddam Hussein standen, haben mehrere Jahre im Exil im Iran gelebt, sind dort unterstützt worden. Und zum Teil, das ist ganz interessant, stützen sich Amerikaner und Iraner auf die gleichen Verbündeten im Irak. Das sind Gruppen, die, als Saddam Hussein gestürzt wurde, gesagt haben, wir werden jetzt mit den Amerikanern zusammenarbeiten, die aber eigentlich im iranischen Exil aufgebaut worden sind. Da gibt es also Verbindungen zu beiden Seiten. Iran ist ein großer Nachbarstaat. Es gibt ganz viel wirtschaftliche Verbindungen, gesellschaftliche Verbindungen bis hin ins religiös-kulturelle. Natürlich kann man einen Staat wie Irak nicht stabilisieren, wenn man nicht auch mit den Nachbarn arbeitet. Und das Gleiche gilt geografisch auf der anderen Seite von Iran natürlich für Afghanistan. Der Iran hat sich, wenn man so will, nach 10 Jahren Krieg, Bürgerkrieg, Krieg gegen den Irak, dann in eine Reformphase begeben. Wir reden jetzt von den Phasen, von den historischen Phasen der Islamischen Republik Iran, also nach der Revolution von 1979. Davor war das unter dem kaiserlichen oder dem Schah-Iran, gab es ja ein exzellentes Verhältnis zu den USA. Aber richtig, das Militär wurden zum Beispiel sehr oft ausgebildet, die ganzen Piloten in den USA. Mit der Revolution beginnt tatsächlich eine neue historische Epoche für den Iran nach den Revolutionswirren und auch dem Versuch, die Revolution zu exportieren, was ja jede Revolution macht, französische, russische, eben auch die iranische. Genau. Danach gibt es dann die Phase 8 Jahre Krieg Irak-Iran. Fast unmittelbar anschließend eigentlich, nachdem das Regime sich konsolidiert hat. Es ist eine Geschichte, wo die iranische Revolution tatsächlich fürchten muss, dass das Regime untergeht, erhebliches Leiden natürlich auch für die Bevölkerung ausgelöst wird und wo man sich isoliert fühlt eigentlich von der gesamten Welt, von der arabischen Umwelt, die Irak unterstützen und auch von der westlichen. Ich wollte das bloß nochmal anfügen, weil da steht bei Ihnen drin, Sie nennen auch mal Zahlen und ich finde, das sollte man vergisst das ja nach 30 Jahren, also 300.000 Todesopfer, 750.000 Verletzte, also gezeichnete Menschen. Das ist auch ein gewaltiger Blutzoll. Wenn man so in die Mentalitätsgeschichte einsteigt, wenn man das so nennen kann, es sind viele Parallelen zur Erfahrung europäischer Großmächte im Ersten Weltkrieg. Das geht ja hin bis zu der Art von Waffen, die eingesetzt worden sind, Chemiewaffen. Sie sehen heute, wenn Sie durch den Iran reisen, sehen Sie immer noch Menschen, die von Chemiewaffen gezeichnet sind. Das ist in Deutschland hätten wir in der Weimarer Republik gesagt, die Frontkämpfergeneration, aus der übrigens auch der heutige Präsident Ahmadinejad stammt, die in dem Krieg sozialisiert worden sind. Sehr, sehr junge Leute. Wenn Sie auf den wesentlichen Friedhof in Iran gehen, sehen Sie, dass die ganzen Soldatengräber, das sind häufig 17-, 18-Jährige, die da ums Leben gekommen sind. Das ist eine sehr, sehr prägende Phase. Danach, dann nach 1988, nach dem Ende des Krieges, haben wir eine Phase im Wesentlichen verbunden mit dem Namen des damaligen Präsidenten Rafsanjani, die sozusagen die Aufbauphase ist. Man versucht ganz allmählich wieder Kontakte zu kriegen mit der kapitalistischen Welt, mit der arabischen Umwelt und das Land wieder aufzubauen. Und es gibt so eine gewisse Lockerung auch der sehr strikten revolutionären Ideologie. Jemand wie Khatami, der dann später Präsident wird, kann Kultusminister werden in der Zeit. Das heißt, die Lockerung beginnt eigentlich schon dann. Dann haben wir die Phase verbunden mit dem Namen Präsident Khatamis, also eine Phase, wo man weiterhin zwar die Wirtschaft aufbauen muss, aber wo wesentliche Schritte schon gegangen worden sind und wo man versucht, das Verhältnis mit der westlichen Welt in Ordnung zu bringen. In diese Phase fällt dann allerdings auch in den USA der Amtsantritt von George W. Bush, fällt der 11. September 2001, wo die Iraner
versuchen, hilfreich zu sein, sich solidarisch zu erklären mit den Europäern und den Amerikanern in Afghanistan, zusammenarbeiten tatsächlich beim Sturz des Taliban-Regimes, beim Aufbau der Nachfolgeordnung, aber dann die sehr harschen Signale aus den USA, Achse des Bösen, und wir werden jetzt, solange wir Zweifel haben an eurem Atomprogramm, euch auch in die Ecke der Rogue States, der Unrechtsregime rücken. Und dann beginnt eigentlich die Phase, die für uns jetzt noch nicht abgeschlossen ist, internationale Konfrontation mit Iran über das Atomprogramm und am Ende der Khatami-Phase halt viel Kritik innerhalb des Iran, die wir nicht verstehen, weil wir Khatami so nett finden, ist er ja auch, an den sozialen und wirtschaftlichen Leistungen dieser Regierung, was einem Populisten wie Ahmadinejad hilft, an die Macht zu kommen. Nach der Geschichte vielleicht interessant, das Kapitel, wo Sie sich über die Eliten im Iran Gedanken machen und die politischen Strukturen in gewisser Weise auch aufschreiben, dass die Kombination republikanische und theokratische, demokratische, autoritäre und despotische Züge. Also wenn man so will, eine unglaublich ambivalente Struktur. Ich sagte vorhin schon jemand, wenn man dort Politiker sein will, dann muss man auf sehr, sehr viel Klavieren spielen können. Ist das zu fassen von außen oder kann man das wirklich nur als Iraner verstehen? Wie sich Eliten dort einsortieren müssen? Viele Iraner verstehen das eigene System natürlich auch nicht. Es hat ganz viel Opakes. Einfach dadurch, dass wir eine Menge von Institutionen haben, die sich gegenseitig kontrollieren. Wenn man jetzt dem Ganzen einen positiven Spin geben würde, wie der Engländer sagen würde, würde man sagen, das sind lauter Checks and Balances. Ja, das hat was Anti-Autoritäres in dem Sinne, dass lauter Institutionen sich gegenseitig kontrollieren, dass eben nicht sozusagen ein Präsident und selbst der Revolutionsführer letztlich nicht alles entscheiden kann, weil es immer diese vielen Institutionen gibt, den Wächterrat und den Expertenrat und das Parlament und die Ministerien, das Kabinett und der Präsident und der Revolutionsführer mit seinem Stab. Alle wollen sozusagen bei den gleichen Entscheidungen mitreden. Tatsächlich heißt es nicht so sehr Checks and Balances, sondern dass die Institutionen sich blockieren, dass es sehr schwer ist, überhaupt Entscheidungen zu treffen, dass wir viele Institutionen haben, die was blockieren können, wenige, die wirklich etwas durchsetzen können. Das wird dann zum Beispiel auch in der Frage Atomstreit relevant. Alle können entscheiden, dass die Dinge so weitergehen wie bisher. Aber zu entscheiden, dass man jetzt zum Beispiel die Anreicherung aussetzt, das wäre eine Entscheidung qualitativ was Neues zu machen, ist ganz schwer, weil es müssen sozusagen alle zustimmen wollen. Die Politiker, die sich hierin orientieren, haben ein gewisses pluralistisches Spektrum. Alle bewegen sich, wir würden sagen, auf dem Boden der islamisch-demokratischen Grundordnung, wenn Sie so wollen, islamisch-republikanischen Grundordnung. Das heißt, sie wollen das System als solches aufrechterhalten, wenn sie legal Politik machen wollen. Natürlich gibt es eine illegale Opposition, aber wenn sie legal Politik machen wollen, mitspielen wollen, dann stehen sie auf dieser Verfassungsordnung. Aber haben da gibt es Linke und Rechte und Liberalere und weniger Liberalere und Konservative und Erzkonservative, die sich heftig streiten über fast alle relevanten Themen. Die Außenpolitik, die Innenpolitik, die Kulturpolitik, ganz wichtig, bis hin zur Frage der Kleiderordnung im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich auch die Atompolitik oder das Verhältnis zu den USA. Der heutige Präsident Ahmadinejad ist ja Bürgermeister von Teheran gewesen und er wurde ja auch vor allem von der Jugend und von den Frauen gewählt. Das ist ja nicht... Das ist nicht so sicher. Das ist nicht so sicher. Aber interessant ist trotzdem, dass sich auch unter seiner Herrschaft in den letzten 2 Jahren, gerade im Iran, im Alltag, die Frauen doch relativ stark im Handlungsspielraum zurückerobert haben. Privat gibt es kein Kopftuch, das ist nur in der Öffentlichkeit. Und also auch die Sehnsucht nach Amerika ist bei einem großen Teil der Bevölkerung groß. Also da ist auch etwas passiert. Das ist nicht so ein ganz geschlossenes Gebiet, wie man sich das so vorstellt heutzutage, wenn man vom Iran was hört, sondern da hat sich auch was getan in der letzten Zeit. Also das Kopftuch war immer etwas für die Öffentlichkeit und nicht für das Zuhause. Das ist auch nicht das Konzept, auch nicht der Fundamentalisten, dass Frau das Kopftuch im Hause tragen sollte, sondern es geht darum, die Frau in der Öffentlichkeit oder Teile der Frau
in der Öffentlichkeit abzuschirmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Richtig ist das, aber das hat natürlich eine längere Tradition als Ahmadinejads Amtsperiode, dass die Frauen und Teile der Zivilgesellschaft versucht haben, sich gesellschaftlichen Raum zu erobern. Es stimmt aber auch, dass gerade in den letzten Jahren, seitdem Ahmadinejad Präsident ist, das Regime versucht hat, diesen Raum wieder einzuschränken. Darüber sind die Auseinandersetzungen über die Frage des Raums, den man hat, in der Öffentlichkeit vielleicht deutlicher geworden. Und die iranischen Frauen haben auch nach der Revolution sich seit langem einen viel breiteren Raum erkämpft als etwa Frauen in manchen ihrer Nachbarländern, in Afghanistan oder im Irak oder in Saudi-Arabien. Sie haben Taxifahrerinnen und Polizistinnen in Iran. Sie haben mehr Frauen an den wissenschaftlichen, nicht nur an den geisteswissenschaftlichen, auch an den naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten im Iran, als sie Männer haben, so dass aus Teilen des konservativen Spektrums jetzt die Forderung nach einer Quotierung für Männer an den Universitäten kommt. Sie haben, ich habe das mal bei einer Reise durch Iran versucht herauszufinden, etwa 500 Verlegerinnen in Iran, also 500 Verlage, die von Frauen geführt werden. Das sind keine sehr großen Verlage bei der Zahl, aber da gibt es eine ganz, ganz aktive Schicht von kulturell und wirtschaftlich aktiven Frauen. Aber das ist ein ständiger Kampf, so wie der Kampf darüber, wie weit nach vorn oder hinten das Kopftuch in der Öffentlichkeit rutschen darf. Ja, die Fußballspielenden Frauen haben das ja weltweit, international dann mal öffentlich gemacht. Ja, vielleicht kommen wir jetzt doch mal zu diesem Problem des Atomprogramms. Die Diskussion in der Öffentlichkeit wurde ja hart geführt, weil man gesagt hat, auf der einen Seite, wieso, wir können keinem Staat auf dieser Welt verbieten, ein friedliches Atomprogramm zu fahren und Kraftwerke zu bauen, mit denen wir seinen Strom erzeugen wollen. Das Hauptproblem liegt jetzt hieran, dass natürlich die Iraner eine eigene, vollkommen in sich geschlossene Strecke von Urananreicherung herstellen wollen, was die Gefahr in sich birgt, dass man Atomwaffen herstellen kann, also atomwaffenfähiges Plutonium. Das ist ja eine, wenn man so will, Unterstellung der internationalen Gemeinschaft an den Iran, weil die Iraner betonen ja immer, wir wollen das nur friedlich nutzen. Ja, und wir reden hier tatsächlich über Intention, nicht so sehr über ein Programm, von dem man tatsächlich sagen könnte, für ein Mitglied des Atomwaffensperrvertrages, Nichtverbreitungsvertrages wie Iran, ist es prinzipiell legal, den gesamten Brennstoffkreislauf auch im eigenen Lande, auch allein zu betreiben. Ob es klug ist, ob es wirtschaftlich nützlich ist, das ist eine ganz andere Frage. Das Problem für die internationale Gemeinschaft, weshalb dann auch erst die Internationale Atomenergieorganisation und dann der Sicherheitsrat dem Iran verboten hat, qua Beschluss des Sicherheitsrates, bestimmte Aspekte dieses Kreislaufes weiter zu betreiben, namentlich die Urananreicherung, ist, dass Iran in der Vergangenheit den Bestimmungen des Nichtverbreitungsvertrags, Atomwaffensperrvertrags, nicht entsprochen hat, dass man die internationalen Organisationen, die IAEO, hinters Licht geführt hat und eben nicht offen war in der Darlegung der eigenen Programme, was ein erhebliches Misstrauen ausgelöst hat, zu Recht ein erhebliches Misstrauen ausgelöst hat bei der internationalen Gemeinschaft und gesagt hat, wenn ihr nicht offenlegt, was ihr macht, dann verfolgt ihr offensichtlich ein Ziel, was nicht legal ist, nämlich den Versuch, die militärische Option vorzubereiten. Und deshalb, dieser ganze legale Aspekt der Auseinandersetzung ist so, dass die westlichen Staaten oder die internationale Gemeinschaft Iran sagen, ja, im Prinzip dürft ihr das sehr wohl, nur ihr dürft es so lange nicht, bis ihr das Vertrauen wiederhergestellt habt. Und die Iraner sagen, naja, also das stimmt schon, wir haben zwar 18 Jahre lang euch hinters Licht geführt, aber wir tun das jetzt gar nicht mehr und jetzt könnt ihr mal wieder anfangen, uns zu vertrauen. Und so einfach geht das eben mit dem Vertrauen nicht. Das ist ja alles auch im Zusammenhang zu sehen, dass Israel, sagt man, die Atombombe hat. Das sagen sie nicht öffentlich, man kann das erraten. Die andere Seite ist, dass an den Iran grenzt ja auch Pakistan und dann Indien. Und dort haben die Amerikaner zugelassen, dass auch Pakistan eine Atommacht wurde, sodass die Frage der Einhaltung des Atomwaffensperrvertrages
doch relativ schwierig geworden ist. Also Pakistan und Indien sind erst in den 90er Jahren Atommächte geworden. Und in gewisser Weise haben wir das übersehen oder die internationale Gemeinschaft das übersehen und plötzlich waren sie da und vielleicht hätte man es auch nicht verhindern können. Legal ist das Argument ein wenig ein anderes. Weder Israel noch Pakistan noch Indien sind Mitglied des Atomwaffensperrvertrags. Das heißt, sie sind auch nicht gebunden an die Regeln des Atomwaffensperrvertrages. Die Iraner sind Mitglied und das ist eine gewisse Ironie der Mitgliedschaft in einem internationalen Vertrag, sind insofern an stärkere Regeln gebunden. Die positive Seite des Vertrags ist, wer Mitglied ist als Nicht-Atomwaffenstaat, hat das Recht, internationale Hilfe zu bekommen, ja, zum Beispiel beim Aufbau von Atomkraftwerken. Und das ist ja auch das Angebot der Sechsergruppe der internationalen Gemeinschaft, der Sechsergruppe, die die internationale Gemeinschaft vertritt, an Iran zu sagen, wir liefern euch Leichtwasserreaktoren, wir sind bereit, mit euch zusammenzuarbeiten in allen Aspekten des Kreislaufs, des Brennstoffkreislaufs. Nur das Vertrauen reicht derzeit nicht aus, insbesondere angesichts der angespannten Situation im Nahen und Mittleren Osten, dass ihr tatsächlich all diese Aspekte des Brennstoffkreislaufs beherrschen wollt, nur um Licht in Teheran anzumachen. Das überzeugt uns noch nicht richtig. Da gäbe es billigere und einfache Arten und Weisen, Energie herzustellen. Nun spielt ja auch Russland eine entsprechende Rolle als Atommacht und auch auf Atomenergie setzend, aber trotzdem nicht so vordergründig und so eindeutig, wie man das, sagen wir mal, noch aus den Zeiten des Kalten Krieges kannte, sondern auch mal vermittelnd, mal unterstützend, also doch eine etwas differenzierte Politik, was das iranische Atomprogramm anbetrifft, aber trotzdem näher als die Amerikaner natürlich. Na gut, Russland hat zum Teil auch andere Interessen. Es ist näher dran. Russland hat in seinem eigenen muslimischen Süden, wie wir wissen, starke Probleme und hat absolut gar kein Interesse daran, dass Iran möglicherweise hier die Muslime aufhetzen könnte gegen Moskau. Hat insofern ein starkes Interesse an einem guten Verhältnis zu Iran, schon aus diesen geopolitisch und gesellschaftlichen Aspekten. Hat gleichzeitig ein wirtschaftliches Interesse, etwa Atomtechnologie zu exportieren und hat deshalb den Reaktor von Bushehr, den übrigens deutsche Firmen vor der Revolution begonnen haben zu bauen, fertiggestellt. Gleichzeitig ist Russland aber, fester Teil dieser Sechsergruppe, die mit Iran spricht und hat den Iranern angeboten, zum Beispiel die Anreicherung in Russland durchzuführen. Die Russen haben versucht, den Iranern auf höchster Ebene, Putin, Khamenei, nahezulegen, doch einzugehen auf das Angebot der internationalen Gemeinschaft. Ich habe Herrn Putin letztes Jahr mal gefragt, wie das war in dem Gespräch mit Khamenei, ob er das Gefühl gehabt hat, dass er da durchdringt, weil kein anderer Führer eines Industriestaates hat bisher mit Khamenei gesprochen. Das haben nur die Russen gemacht, kein Amerikaner, kein Deutscher. Und er hat gesagt, der Khamenei hätte schon gut zugehört, aber er hätte nicht das Gefühl, dass er durchgedrungen sei. Das heißt, in dieser Frage dem Iran zu erklären, dass er sein Atomprogramm, zumindest die suspekten Aspekte des Atomprogramms aufgibt, arbeiten die Russen mit den Amerikanern und den Deutschen, den Franzosen, den Briten sehr wohl zusammen. Es gab ja eine Zeit, wo die Option, die Atomanlagen Irans zu bombardieren, sehr groß waren. Vor allem in Israel entstanden plötzlich Ängste und man hatte dann sogar zwischendurch mal das Gefühl, jetzt könnte Israel den ersten Schlag tätigen. Was glauben Sie, was dazu geführt hat, dass das wieder sich entspannte? Erstens, die Ängste Israels sind da, das ist gar keine Frage. Wenn Israel das Gefühl hat, dass Staaten, die ihm gegenüber feindlich eingestellt sind, möglicherweise Atomwaffen entwickeln, dann gehen natürlich alle Alarmglocken an in Israel. Und da kann man noch so lange sagen, die Israelis hätten ja selber Atomwaffen und sie könnten sich den Palästinensern gegenüber konzilianter verhalten. Das macht die Angst nicht weg, die einfach da ist. Das ist ein echter Faktor in Israel. Zweitens muss man natürlich auch sehen, dass die Israelis gelegentlich ganz gerne damit drohen, dass sie außer Kontrolle geraten könnten, um uns in Europa und in den USA zu sagen, wenn ihr das Problem nicht löst, dann könnte es sein, dass es hier militärische Auseinandersetzungen im Nahen und Mittleren Osten gibt,
die ihr gar nicht haben wollt. Also strengt euch richtig an, die Iraner unter Druck zu setzen. Durch Sanktionen, durch diplomatische Aktivität, wie auch immer. Sonst müssten wir uns überlegen, ob wir das irgendwann selber militärisch machen. Und drittens, ohne amerikanische Hilfe könnten die Israelis es nicht tun. Sie könnten sicherlich ihre Flieger dahin schicken und ein bisschen bombardieren, aber die Konsequenzen kontrollieren oder tatsächlich alle Anlagen finden, von denen man vermutet, dass es sie gibt, alles zerstören, was tatsächlich relevant ist, könnten sie nicht ohne amerikanische Hilfe, mal abgesehen von Überflugsrechten über den Irak und anderen Problemen, die da zu lösen wären. Und deshalb sozusagen Konsequenz aus diesen 3 Punkten. Die Israelis haben gedroht, sie hatten echte Angst, aber mit einer amerikanischen Regierung, die sagt, wir setzen auf Diplomatie, wird es einen solchen israelischen Alleingang nicht geben. Die wirklich gefährliche Situation würde entstehen, wenn die Amerikaner sagen, wir haben es diplomatisch versucht, mit den Iranern das Problem zu lösen, aber wir sind in einer Sackgasse angelangt und der Grund dafür liegt im iranischen Verhalten. Nun werden ja jetzt Verhandlungen, so hofft man, aufgenommen. Was glauben Sie, wie man da schrittweise sich annähern könnte? In Ihrem Buch schreiben Sie, man sollte mal an den Kalten Krieg zurückdenken. Da gab es ja auch ein gutes Instrument, das hieß Entspannungspolitik. Ja. Könnte man das so umschreiben? Ja, das Stichwort ist schon richtig. Die Frage ist, wie man es dann füllt. Wenn ich eine Klammer aufmache, würde ich sagen, dass man muss wissen, dass dieses Vertrauen auch schon deshalb nicht existiert, weil seit 30 Jahren keine diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Iran bestehen. Die Schweiz betreut das nicht. Die Schweiz ist sozusagen der diplomatische Zwischengänger. Man vertritt sich über die jeweiligen Schweizer Botschaften, das ist richtig. Aber man kennt sich auch immer weniger, obwohl eine ganze Reihe von iranischen Studenten in den USA studieren. Aber umgekehrt ist das nicht der Fall. Es gibt eben wenig Kontakt und Austausch. Das versucht man gerade jetzt unter der Obama-Administration zu ändern, indem amerikanische Diplomaten, zumindest wenn sie gemeinsam mit iranischen auf einem Empfang auftauchen, miteinander reden dürfen. Das war ja nicht immer so. Klammer zu. Man muss Vertrauen wieder aufbauen und wahrscheinlich ist es derzeit richtig, dieses Vertrauen zuerst aufzubauen, indem man bei einigen weniger schwierigen Aspekten zeigt, dass man miteinander kooperieren kann, dass man miteinander zusammenarbeiten kann. Afghanistan ist hier eins der Stichworte. Wir haben sowohl im Iran als auch in Amerika und natürlich wir Europäer und andere auch das Interesse, Drogenhandel aus Afghanistan einzudämmen. Wir haben ein Interesse an Stabilität in Afghanistan. Wir haben ein Interesse daran, dass die Präsidentschaftswahlen in Afghanistan gut über die Bühne gehen. Da sind die Iraner auf der gleichen Seite, wenn Sie so wollen, wie die Amerikaner. Und insofern gibt es hier tatsächlich die Chance, über Zusammenarbeit wieder ein Stück weit von Vertrauen aufzubauen. Und dann wird man über das Atomprogramm reden müssen, selbstverständlich. Man wird reden müssen, Iraner fangen an, Bedingungen zu formulieren und sagen, was brauchen wir eigentlich für eine Verbesserung der Situation. Mit den Amerikanern, da gibt es eine Reihe von ganz vernünftigen Forderungen. Also wir wollen, dass die seit 1979 eingefrorenen iranischen Guthaben ausgefroren werden, aufgetaut werden. Wir wollen, dass die Wirtschaftssanktionen aufgehoben werden. Darüber wird man alles reden können, das ist verhandelbar. Und es gibt von unserer Seite oder von internationaler Seite eben die Forderung, stellt entweder Teile eures Atomprogramms ein, insbesondere den Anreicherungsaspekt, oder, ich denke, da werden wir uns hinarbeiten, lasst uns Formen finden, wo der Brennstoffkreislauf in eurem Land so deutlich unter internationaler Kontrolle ist, wo die internationalen Kontrollen so ausgeweitet sein können, überall im Land, dass auch Kontrollen ohne vorherige Ankündigung stattfinden können, sodass jeder überzeugt sein kann, dass bei euch das Atomprogramm tatsächlich nur zu friedlichen Zwecken stattfindet. Also so wenig Anreicherung wie möglich und so intensive Kontrollen wie möglich. Möglicherweise ist das eine Formel, auf die die Iraner sich an irgendeinem Zeitpunkt einlassen können. Es hat, als man angefangen hat zu verhandeln, 2003, 2004, sehr wohl von iranischer Seite Angebote in diese Richtung hingegeben. In der Boulevardzeitung hatte ich mal gelesen, jetzt werden die Iraner auch noch frech und stellen Bedingungen. Aber im Grunde genommen ist es für die Politik dann doch besser, wenn jemand artikuliert, was er wünscht und will. Ob er dann das alles bekommt, ist ja eine andere Frage. Aber erstmal muss man ja auch vom Gegenüber wissen, was der sich so vorstellt. Naja, wenn ich verhandeln will, muss ich wissen, worüber ich verhandle. Und dann ist es natürlich richtig, wenn man Verhandlungsbedingungen stellt oder Bedingungen für ein Verhandlungsergebnis, das ist ja das Richtige, wo man sagt, das will ich erreichen. Und
das Wichtige ist, dass diese Bedingungen verhandelbar sind oder diese Ziele und Wünsche verhandelbar sind. Also über eingefrorene Guthaben kann ich verhandeln, das kann ich teilen, da kann ich fragen, wie viel Zinsen müssen dafür gezahlt werden und wann erlaube ich den Banken, euch da wieder die Verfügungsgewalt drüber zu geben. Worüber ich ganz schwer verhandeln kann, ist über Geschichte oder über Identität und solche Fragen. Und daran sehen wir dann gelegentlich auch, ob Verhandlungsintentionen ernsthaft sind oder nicht. Solange die Iraner gesagt haben, und das gab es zeitweise, naja, wir könnten vielleicht mit den Amerikanern verhandeln, wenn sie sich entschuldigen für all ihre Geschichte im Nahen Osten, dafür, dass sie seit der Entstehung Israels Israel unterstützt haben und so weiter. Damit kriegen sie keine Verhandlungen auf den Weg. Damit verlangen sie, dass der andere Counterpart seine Identität verleugnet. Umgekehrt, wenn die Amerikaner sagen, wir können mit euch verhandeln, wenn ihr ein anderes Regime habt, das ist genauso ein Dealbreaker, also ist genauso etwas, was Verhandlungen nicht zustande kommen lässt. Aber wenn man sagt, wir reden über die Einzelheiten eures Anreicherungsprogramms, wir reden über das ist ein deutscher Vorschlag vom deutschen Außenminister in die Diskussion gebracht, über eine Multilateralisierung des Brennstoffkreislaufes, also wie viele Staaten können da gemeinsam kooperieren und dadurch sich gegenseitig kontrollieren, gegenseitig sich aber auch die Möglichkeit geben, zu forschen und zu entwickeln und die Brennstoffe zu nutzen. Das sind verhandelbare Ziele, darüber kann man miteinander ins Geschäft kommen. Nun kann man ja über den Iran nicht sprechen, ohne über den Iran als Energieriese zu sprechen. Sie schreiben dann in dem Kapitel auch, in dem Sie ein bisschen so in das Land hineinschauen. Ja, unterdessen gibt es natürlich dort auch eine ganze Menge Motorisierung im Iran. Das heißt also, ein Teil des Öls, was man fördert, wird auch im eigenen Land verbraucht, was wieder gewisse Engpässe hervorruft. Aber wie ist der Iran als Global Player in Fragen der Energieversorgung einzuschätzen? Er wird ein ganz wichtiger Spieler bleiben und wahrscheinlich wird er ein wichtigerer Spieler werden, wenn er es schafft, die politischen Probleme mit seiner Umwelt zu lösen. Da geht es eben ums Atomprogramm, aber natürlich auch um die Haltung im Nahostkonflikt. Denn Iran ist, ich sagte das bereits, die Nummer 2, sowohl was die Ölvorräte als auch was die Gasvorräte in der Welt angeht. Das heißt, ohne Iran wird man langfristig den Bedarf der Welt an Hydrocarbonatbrennstoffen, also Öl und Gas, nicht decken können. Richtig ist auch, dass die Iraner selbst ein Markt sind. Sie haben das angesprochen, Motorisierung, dass sie erheblichen Investitionsbedarf haben, was Raffinerien angeht. Den können sie zurzeit nicht decken, weil sie offiziell und inoffiziell unter Sanktionen stehen und niemand bei ihnen Raffinerien baut. Jedenfalls die westlichen Firmen keine Raffinerien bauen. Hier liegt auch die Rationalität, die man ein Stück weit anzweifeln kann, aber die zumindest von den meisten Iranern geteilt wird, warum ein Land wie Iran mit diesen Brennstoffvorräten überhaupt Atomkraft braucht. Weil die Iraner sagen, wir wollen das Öl und das Gas lieber exportieren, als es im eigenen Lande zu verbrauchen. Es ist eine Ressource, die irgendwann zu Ende geht und da wollen wir das bestmögliche Geschäft draus machen. Interessant ist ja auch, wenn man jetzt mal auf die allgemeine Finanzkrise schaut, ein geöffneter Iran, Sie haben das ja selbst angesprochen, jetzt am Beispiel von Raffinerien, der auch eine relativ, würde ich sagen, kaputte oder teilweise nicht intakte Infrastruktur besitzt, also die reparaturbedürftig ist, ähnlich wie es Obama zu Teilen von den USA sagt. Das wäre ja auch ein großer Investitionsmarkt, zumal es ja auch ein zahlungsfähiges Land ist. Also viele Straßen im Iran sind besser als viele Straßen in den USA, aber das ist ein Nebenaspekt. Richtig ist, Iran ist ein Schwellenland, also kein Entwicklungsland und noch kein Industrieland. Und es könnte eine Emerging Economy werden, wenn es sich öffnen würde. Da steht zum Teil das politische System einfach und die Geschlossenheit, die nicht nur eine aufgrund von Sanktionen ist, sondern auch eine, weil das Regime selbst geschlossen ist, die steht dem entgegen, dass das Land wirklich abhebt. Aber gerade auch im Vergleich zu vielen seiner Nachbarländern. Iran hat eine sehr gut ausgebildete junge Generation. Es gibt, und das ist schon auffällig in der Nachbarschaft, fast keinen Analphabetismus im Lande. Sie haben eine relativ
hohe Quote von Männern und Frauen, die Sekundärabschlüsse machen und zur Universität gehen. Sie haben eine relativ kosmopolitische Gesellschaft. Sie haben eine ganz gute Infrastruktur, auch wenn vieles in den letzten Jahrzehnten nicht gepflegt worden ist und erheblicher Investitionsbedarf da wäre, gerade im Bereich von Öl und Ölverarbeitung. Aber die Chancen von Iran, tatsächlich mitzuspielen in der regionalen Ökonomie und in der Weltökonomie, wenn es sich ein Stück weit öffnet, und das ist immer ein Prozess von Gegenseitigkeit, wenn wir uns auch auf Iran öffnen, der ist schon enorm. Vielleicht zum Schluss noch eine kleine Betrachtung. Die Iraner haben ja auch in Europa, speziell in England, doch sowas wie kleine oder größere Gemeinden. Also sie haben sehr viele sind ins Exil gegangen und haben doch dort wesentlichen auch Einfluss. Wie glauben Sie, werden sich die Exil-Iraner verhalten? Was spielen die für eine Rolle in diesem Zusammenhang? Also die größte Exil-Community von den Iranern lebt in den USA. Insbesondere in Kalifornien, aber auch in anderen Teilen der USA. Da finden Sie alle politischen Gruppen des iranischen Spektrums, einschließlich der letzten Anhänger des Schah bzw. seines Sohnes und, wie er selber es wohl sieht, Thronfolgers. Aber die große Mehrheit der Iraner in den USA, Exil-Iraner in den USA, sind heute für ein Engagement, dafür, dass man mit Iran wieder ins Geschäft kommt. Das heißt nicht, dass es unbedingt Freunde des Regimes sind, die meisten sind es nicht, aber auch diejenigen, die sagen, wir brauchen langfristig ein anderes Regime im Iran, wollen, dass man Iran engagiert, dass man den Austausch pflegt und denken auch im Sinne von Veränderung durch Annäherung, dass man die Veränderung im Iran oder der Veränderung im Iran am ehesten auf die Sprünge hilft, wenn man Iran nicht isoliert. Ich fand es ausgesprochen interessant, dass im letzten Jahr, als sich das Kandidatenfeld in den USA gerade sortierte, wir in einer iranischen Tageszeitung ein Bild von Kandidat Obama hatten. Normalerweise haben die iranischen Zeitungen jedenfalls keine positiven Bilder von amerikanischen Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten. Und die Schlagzeile war, die iranische Community in den USA ist für Obama. Und das machte Headline News sozusagen in iranischen Tageszeitungen. Zu einem Zeitpunkt, als der iranische Präsident Ahmadinejad noch gesagt hat, die Amerikaner werden nie einen Schwarzen wählen. Das heißt, es gibt da schon auf der gesellschaftlichen Ebene ein Interesse, sowohl diesen Präsidenten in den USA zu unterstützen, der das Engagement verspricht, als umgekehrt ein Interesse der Iraner in den USA oder der iranischen Community in den USA, mit dem Land ihres Ursprungs wieder ins Geschäft zu kommen und normale politische und gesellschaftliche Beziehungen zu eröffnen. Volker Perthes, ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Und kann jedem nur empfehlen, wer noch mehr darüber wissen will, soll das Buch lesen. Iran, eine politische Herausforderung.